Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch eine Weihnachtsdeko-Basic-Idee zeigen, und zwar wie man selber Moosbäumchen basteln kann. Höchstwahrscheinlich werde ich auch noch andere Bäumchen erstellen, aber den Anfang machen jetzt erst einmal die Moosbäume. Als Aufbau für mein Moosbäumchen werde ich Draht verwenden und der hat jetzt in meinem Fall eine Stärke von 2 mm. Und an diesem Draht werde ich jetzt wiederum feinen Bindedraht befestigen. Ich hatte auch vorher einmal ausgemessen, ja, wie lang letzten Endes das Moosbäumchen werden soll. In meinem Fall wird das nachher eine Länge zwischen 15 und 20 cm haben. Jetzt kontrolliere ich hier noch einmal. Ja, es muss jetzt noch ein bisschen tiefer. Wickle jetzt hier ein paar Mal noch mal drum herum, damit mir der Draht nicht gleich so permanent hin und her verrutscht. Okay, und jetzt brauchen wir ja das Grundgerüst für den Moosbaum. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde dieses ganz alte Moos hier erst einmal drumherum wickeln. Wenn ihr kein altes Moos haben solltet, könnt ihr auch einfach mal so Papier nehmen für das Grundgerüst. Zeige ich euch nachher aber auch noch. Ich mache jetzt erstmal die Version hier mit dem alten Moos. Dafür würde ich jetzt auf keinen Fall das ganz frische Moos verwenden. Drapieren wir das hier mal drumherum. Nach oben hin wird das nachher, spitzer zu laufend sein, beziehungsweise schmaler werdend. Das werden so, von der Form her wie so kleine Tannenbäumchen, müsst ihr euch das vorstellen. Und das wickle ich jetzt hier mit meinem feinen Bindedraht fest. Bei dem feinen Bindedraht müsst ihr jetzt nur ein bisschen aufpassen. Der kann gut und gerne auch mal einreißen, deswegen nicht zu stramm ziehen. So, jetzt gehe ich hier mal einmal nach unten hinweg. Oben ziehe ich den jetzt ein bisschen strammer als hier im unteren Bereich. Ich habe mir jetzt schon so einzelne Moosstückchen hier hingelegt und dieses frische Plattenmoos wird jetzt wieder auf das vorherige Moos eingearbeitet werden. Jetzt halt nur darauf achten, dass das nach oben hin spitzer werdend ist. Ich muss das hier mal eben selber so ein bisschen justieren. Wickel das jetzt auch wieder fest. Jetzt kommt wieder ein Stückchen. Wird auch so ein bisschen überlappend hier auf das vorherige Moos gelegt werden. Ja doch, von der Größe her passt das nachher in meinem Fall. Und wickel das auch wieder fest. Jetzt gehe ich hier unten auch mal mit meinem Draht entlang. So ein bisschen über Kreuz werde ich da arbeiten. Ich habe jetzt gerade damit angefangen, mein Moosbäumchen auch so ein bisschen auszuformen. Drücke hier unten auch mal etwas zusammen oder nach oben vielmehr. Und jetzt schneide ich den feinen Bindedraht ab und verfrickel den mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ist jetzt auch ein bisschen friemelig, muss ich zugeben. Müsst ihr mal versuchen, da auch noch so einen kleinen Knoten hineinzumachen. Und das Ende von dem Draht stecke ich jetzt hier einfach mal in das Moos hinein. Jetzt kann man das Ganze noch weiter formen. Wenn jetzt dieser feine Draht stellenweise bei euch nicht so richtig stramm sein sollte, ist auch nicht schlimm, dann verzwirbelt ihr das einfach mal. Dieses Drahtende werde ich erst dann abschneiden, wenn die Moosbäumchen eingearbeitet werden. So, du kannst jetzt erstmal beiseite und dann zeige ich euch jetzt noch diese Papierversion, also als Unterbau. Das Papier habe ich jetzt schon mal ein bisschen zerrissen und ich bin gerade dabei, den feinen Bindedraht hier dran zu machen. So, komm mal her, Papier. Ich halte das jetzt hier erst einmal dran und guck mal, wie will ich das überhaupt von der Dicke her haben. Ach, was ich noch sagen wollte, ich würde die Moosbäumchen oder die Bäumchen allgemein auch nicht alle gleich groß basteln. Das sieht immer schöner aus, wenn man so unterschiedliche Größen hat. Papier mal eben hier schon mal ein bisschen dran machen. Hat man es gleich etwas einfacher. So, das schieben wir jetzt hier mal nach oben. Okay. Jetzt kommt wieder frisches Moos. Ist jetzt genau das gleiche Prinzip wie bei dem vorherigen Moosbäumchen. Wenn ihr jetzt noch sehr viel Erde unter dem Plattenmoos haben solltet, mal vorsichtig so ein bisschen abfriemeln. Hier sind auch noch irgendwelche Zweige dazwischen. Obwohl, die lassen wir einfach nachher mal da dran zum Teil. Sieht doch ganz cool aus. Ach, das ist hier so, wie heißt das immer? Bollenmoos müsste das sein. Das ist ja schön. In der Zwischenzeit habe ich jetzt erst einmal meinen Arbeitstisch aufgeräumt und diese Moosbäumchen sind jetzt soweit fertig. Von daher können die auch beiseite. Und die nächsten Bäumchen werden mit Zypresse erstellt werden.
Der Grundaufbau von den Zypressenbäumchen wird ähnlich sein. Ich werde hier erst einmal Moos drauflegen, also in meinem Fall dieses alte Moos, und dann wird das Ganze mit den Zypressen noch abgedeckt werden. Ich mache das hier aber mal eben im Schnelldurchlauf und dann melde ich mich wieder. Der Grundaufbau von diesem Zypressenbäumchen ist jetzt soweit fertig. Ja, und dann habe ich hier jetzt noch Zypressenreste liegen von einem vorherigen Projekt. Bei der Zypresse schneide ich jetzt bewusst nur die kürzesten Zweige ab. Das wäre sonst zu schade, wenn man da jetzt so ganz, ganz lange Zweige für verwenden würde. Es sei denn, ihr bastelt das Ganze in größer. So, den Zapfen lassen wir jetzt mal da dran. Das kann jetzt erstmal hier weg. Das waren jetzt auch noch so Reste, die übrig geblieben sind. Jetzt mache ich mir mal so ein kleines Bündel schon mal fertig. Immer so, ich sag mal so 3-mal Zypresse. Aber jetzt achte ich darauf, dass das hier, wo die Zypresse aufhört zu wachsen, in etwa gleich lang aufhört. Das überschüssige Material hier im oberen Bereich schneiden wir jetzt mal ab. Zack. Leg mir das jetzt hier drauf auf mein Moos. Wie heißt es? Als Unterkonstruktion könnt ihr dafür aber auch ein bisschen Papier verwenden, ne? Das muss man jetzt nicht unbedingt mit diesem alten Moos machen. Hier ist der Bindedraht, hier ganz unten. Das wird jetzt festgewickelt werden, also die Zypresse. Jetzt mache ich mir wieder so ein kleines Bündel. Leg mir das auch wieder drauf. Und das wird jetzt so lange umwickelt werden, bis ich halt nichts mehr von diesem Moos hier erkennen kann. Ja, ich glaube, ich brauche noch ein paar Zypressenreste. Das nächste kleine Bündel habe ich jetzt fertig und das wird jetzt so ein bisschen höher eingearbeitet werden als diese erste Reihe hier. Ne, halt so ein bisschen versetzt und wickel das jetzt auch wieder fest mit meinem Bindedraht. Ich würde immer so 2-mal drumherum wickeln, dann verrutscht euch das nicht die ganze Zeit so hin und her. Ach ja, und hier ist es jetzt nicht mehr so extrem wichtig, dass das hier unten gleichmäßig abschließt. Das ist jetzt egal. Wenn euch der Draht jetzt ein bisschen verrutscht sein sollte, könnt ihr den einfach wieder nach oben schieben, sodass hier oben so in etwa 2 cm hinausschauen vom Draht. So, jetzt werde ich auch mal ein bisschen längere Zweige der Zypresse verwenden. Ich komme nämlich jetzt zum Abschluss. Nehmen wir mal 3 Stück. Dann lege ich jetzt hier aber auch noch ein paar kürzere mit hinein. So als Füllmaterial. Habe ich jetzt hier schon komplett bedeckt. Und wickel das jetzt auch fest. Ja, der Draht ist schon wieder ein bisschen nach unten. Zack. Aber den kann man auch die ganze Zeit so ein bisschen hin und her bewegen. Der Draht, der sitzt jetzt in etwa hier. Also dieser dicke Draht. Wickel, wickel, wickel. Ihr könnt die Zweige hier oben auch noch mehr hinausschauen lassen oder vielmehr die Zweigenden. Ja, und jetzt kann man sich Gedanken machen, ob einem das Ganze noch zu plüschig sein sollte. In meinem Fall ist mir das jetzt zu plüschig und von daher wickle ich jetzt nochmal nach unten hinweg. Ihr könnt auch einen andersfarbigen Bindedraht verwenden, das bleibt jedem selbst überlassen. Auch hier immer mal ein bisschen hochdrücken. Das soll auch so eine kleine Tannenbaumform werden. Wichtig ist auch, dass ihr hier unten ein bisschen üppiger arbeitet als hier oben, sonst wird das Ganze nicht, ja, nach oben hin, wie sage ich, schmaler werden. Hier unten jetzt auch nicht zu stramm ziehen. Den Bindedraht schneide ich jetzt ab. Jetzt hätte ich schon fast mal eine gute Schere genommen. Und verwebt den auch wieder mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ein bisschen verzwirbeln, verfrickeln miteinander. Jetzt forme ich das nochmal ein bisschen. Ja, ich denke, davon werde ich jetzt 3 basteln, weil ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zypresse übrig. Ich muss mal bald wieder neue kaufen. Nur einfach immer so ein bisschen bewegen. Und wie gesagt, davon werde ich jetzt 3 basteln. Was man jetzt auch noch machen könnte, ist aber jetzt wirklich Geschmackssache und ich glaube, ich werde das machen. Ich werde diese Enden, ich riskiere das jetzt einfach mal, abschneiden. So, jetzt ist sowieso zu spät. Ich glaube, das gefällt mir dann ein bisschen besser. Aber ist ja sowieso mal alles letzten Endes Geschmackssache. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich den Draht jetzt nicht aus Versehen mit abschneide. So. Diese einzelnen Pusche, die jetzt hier hinausschauen, das kann ruhig so bleiben. Wem das jetzt auch nicht gefallen sollte, dann auch einfach hier mal ein bisschen abschneiden, ne? Am Ende könnte man das jetzt theoretisch gesehen auch noch so machen, dass man das so ein bisschen krumm macht. Da habt ihr auch so viele Möglichkeiten, wie man das machen könnte.
Aber ich lasse die jetzt so gerade und mache jetzt noch die nächsten beiden fertig. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein kleiner Schussel. Ich habe nämlich vergessen, auf Aufnahme zu drücken, als ich diese beiden Bäumchen erstellt habe. Aber gut, ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und jetzt kann man sich mal Gedanken machen, wie man die weiter dekorieren möchte. Das Ganze dient jetzt wirklich nur als Deko-Beispiel, bedeutet, ich werde die Sachen jetzt nicht fest einarbeiten, weil ich werde die alle noch aufheben für andere Projekte, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie ich die farblich gestalten werde. So, jetzt habe ich hier einfach mal so eine Perlenschnur. Würde ich die jetzt richtig einarbeiten, dann würde ich hier unten ein bisschen Heißkleber dran machen und dann halt diese Perlenschnur einfach mal drumherum wickeln. So, zack, zack, zack. Da würde ich jetzt auch das Ende abschneiden und da unterhalb der Kugel ein bisschen Heißkleber dran machen. Aber irgendwie sieht das jetzt schon ganz cool aus. Jetzt bin ich gerade selber am Überlegen, ob ich das nicht doch fest drumherum wickel. Ja, und bei den Moosbäumchen, ich wollte schon Moossterne sagen, ja, nehmen wir mal hier erstmal den größeren. Da könnte man jetzt auch zum Beispiel mit der Heißklebepistole so kleine Sterne draufkleben. Ist ja letzten Endes sowieso mal alles Geschmackssache, was man da einarbeiten möchte oder welche Farbe, ne, was auch immer. Ja, und dann würde ich da jetzt auch mehr gar nicht dran machen an diesen Moosbäumchen. Das würde ich aber dann von allen Seiten natürlich auch bekleben. Oder wenn ihr finden könnt, Sternanis sähe da jetzt auch super drin aus. Der ist mir jetzt leider ausgegangen. Da habt ihr auch so viele Möglichkeiten, wie man diese Sachen jetzt weiter dekorieren könnte. Ich würde mir aber im Vorfeld erst einmal Gedanken machen, für welches Projekt ihr die überhaupt verwenden würdet. Und dann würde ich sie erst ja, final fertig gestalten. Ihr habt es ja schon mitbekommen, ich habe die Zypressenbäumchen jetzt doch weiter dekoriert. Ja, und hier habe ich jetzt eine Stacheldrahtpflanze in einem Blumentopf und in diese Stacheldrahtpflanze werde ich jetzt eine Drahtlichterkette für den Außenbereich einarbeiten. Meine Lichterkette hat jetzt eine Länge von 2 Metern und wie gesagt, die arbeite ich jetzt hier einfach mal in die Stacheldrahtpflanze hinein. Ich mache das jetzt hier einfach so kreuz und quer und arbeite die aber auch so zwischen den einzelnen Trieben so ein. Und da drin werden gleich die Moosbäumchen platziert. Ach, die Moosbäumchen, die Zypressenbäumchen drin platziert werden. Das Ganze ist jetzt in meinem Fall wieder nur als Beispiel gedacht. Es kann nämlich gut möglich sein, dass ich das alles auch wieder abbauen werde. Und ich hatte jetzt hier vorne noch nachträglich einen Schneemann platziert. Ansonsten werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle mal bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!